Nö, ich freue mich aber schon auf nächsten FWC auf jeden Fall. Das Feeling wird da auf jeden Fall nochmal richtig krass sein durch das neue Update, denke ich mal. Ist auch die Frage dann mit der Vorgehensweise, ob man dann noch irgendwie so Wilds farmt, ob man dann so ein bisschen stehen bleibt in diesem Zeitraum von 141 bis 165 oder so. Oder ob das denn nicht mehr so relevant ist, wie jetzt zum Beispiel mit Storm Peak und sowas alles. Das ist ja mit dieses 121 bis 140 spielt da auch gar keine Rolle mehr. So, keiner sagt mehr irgendwie großartig, ey komm, oh, endlich 121, lass mal jetzt erstmal eine ganze Weile Storm Peak farmen. Wegen A-Karten. Man macht ja auch keine Sau. Man levelt einfach durch. Bis man halt Wilds farmen kann. Ja. Das ist dann so die Frage, ne? Ob Wilds denn da auch tot ist in diesem Levelbereich, ob das dann auch einfach nur so ein Grind. Und das, finde ich, ist so ein bisschen dieses auch Kernproblem, was halt Flyve so immer hat. Und umso weiter das Spiel geht. Dass aufwendiger Content, der eigentlich ja auch ganz cool und brauchbar ist, irgendwo total unnütz ist. Und du nicht mehr brauchst. Das war bei Flyve PC schon so. Ja, wer ist der große Vampire Dungeon gelaufen und sowas alles? Der hat doch eigentlich auch keine Sau gemacht. Also bestimmte Sachen waren dann halt auch einfach wertlos gewesen, weil es keine Sau mehr gefarmt hat. So, und es ist halt ja trotzdem alles Content, der existiert, der da ist, der genutzt werden könnte, aber der spielt halt keine Rolle mehr. Laren Chesn oder Rises Catacombs. Wer spielt denn diesen fucking Dungeon? Macht niemand mehr. Erzähl Master Gold im Stream, oder? Die sollten Overtime unlocken, anstatt man es rushen kann. Wäre eine Option. Aber ich glaube, dafür dauert FWC nicht lange genug, sozusagen. Und das ist ja schon so ein Wettstreit. Also damit würde Gala sich wahrscheinlich am Ende des Tages geldlich nur selber nerven. Man müsste es halt irgendwie, finde ich, irgendwie anders relevant machen. Bestimmte Sachen. So mit den kosmetischen Sachen ist ganz cool. Aber wegen Cosmetics werde ich jetzt nicht Rises Catacomben farmen. Was sie halt machen könnten, was ich gut finden würde, wäre jetzt zum Beispiel für die Zukunft, wenn es jetzt weitergeht und die halt wirklich S-Karten zum Beispiel reinbringen für die neuen Dungeon, dass je nach Dungeon die verschiedene S-Karten droppen. Also dass S-Water-Cards nur in Laren Chesn droppen zum Beispiel und Fire-Cards nur da und da. Klar, bestimmte wie Volt oder irgendwas wirst du dann vielleicht nicht wirklich, irgendwelche Dungeons nicht wirklich farmen, beziehungsweise zwei Kategorien, irgendwie Water und Fire in Laren Chasm oder so und in Rises Catacomben hast du einmal Crit und weiß nicht, irgendwas anderes. Crit-Rate und einmal Volt, Storm Peak hast du das und das, Wilds das und das, Behemoth das und das. Könnte man ja vielleicht irgendwie so machen. Dass die relevanter bleiben. Es gibt wahrscheinlich viele Möglichkeiten. Aber Luzaka, Crystal, Jojo und sowas können wir dann, klar, machen wir dann alles im Stream dann. Muss ich nur gucken, dass ich dann noch ein bisschen mehr Penya zusammenkriege, dass wir da auch ein bisschen rollen können, den Jojo. Weil Ultimate Awake und Mainstats bestimmt erstmal Arsch sein. Bin gespannt, was die mit den Waffen vorhaben. Hernes RC, die müssen die Droprate erhöhen, weil wir keiner mehr ewig auf Korallen nach Patch. Ich könnte mir vorstellen, dass bei der nächsten Stufe eventuell, also der nächsten Schwierigkeitsstufe ab, weiß nicht, 166 denn, oder ich weiß nicht, ob sie das noch irgendwie weiterziehen mit 165 oder so, aber auf jeden Fall ab der nächsten Schwierigkeitsstufe, die ja auch Behemoth denn sein wird, dass sie da vielleicht die Droprate von Luzaka, Crystal und sowas erhöhen. Weil ich glaube jedenfalls nicht, dass man in der Lage sein wird, Behemoth Dungeon ohne Hernes Waffen zum Beispiel machen zu können. Also ob Wilds noch so wirklich mit Luzaka Crystal noch so relevant ist, weiß ich nicht. Aber ich denke, dass Waterbomb für Dungeon Clear beim Behemoth Dungeon, das schnelle AOE vieler Monster und so wird da wahrscheinlich schon weiterhin relevant sein und das muss er schon irgendwie immer noch hinkriegen. Aber was spezifisch jetzt wegen Wilds und sowas ist, könnte ich mir halt vorstellen, dass die höhere Schwierigkeitsstufe die Droprate erhöht. Eventuell.
Vielleicht machen sie aber auch, ändern sie auch irgendwas, dass es vielleicht noch irgendwie Curse mehr gibt oder so, um die Droprate zu erhöhen. Aber man muss schon sagen, das ist schon krass. Also wenn man jetzt bis bei diesen FWC jetzt immer noch überlegt, wie lange es einfach dauert, bis die Preise mal runterkommen. So klar, bei manchen Klassen ging es schnell, aber wenn man jetzt immer noch beim Blade ist oder so, wo die Luzaka Crystal Axe theoretisch immer noch mehrere 100 Euro kostet, nach 3-4 Monaten FWC, wie soll das dann erst bei noch höherem Level, wo du noch länger grinden musst, um dorthin zu kommen und bis die ersten Teams das farmen, und dann eventuell ist diese Waffe auch noch seltener, also wie soll das dann erst bei Behemoth-Waffen werden? Also da, wenn dort auch der Exchange ist, mit Max-Level erst und sowas alles, ich weiß nicht, wie sie das dann, ob sie das noch weiter so handhaben, ob das noch weiter so dieses Konzept bestehen bleibt und halt einfach nochmal schwieriger sein wird. Das ist ja dann auf jeden Fall schon überhaupt nicht mehr für die Mehrheit der Spieler, sondern eher für die absolute Minderheit der Spieler, wo ich denke, dass das Konzept von FWC da auch langsam irgendwie blöd ist. So im Vergleich zum ersten FWC mit Bloody fand ich, war das super, weil an Bloody kommst du ran. Bloody, das kannst du exchangen, das hat dann bessere Stats, das haben eigentlich alle so halbwegs gut, die aktiv gespielt haben. Da hat das ganze Konzept hat sehr gut gestimmt und war sehr lohnenswert und hat auch Spaß gemacht. Aber hier schon ist es halt bei bestimmten Klassen schon super schwierig, wie zum Beispiel Blade. Also was heißt halt selbst ich? Komm nicht an Luzaka Crystal Axe ran. Da bin ich mir jetzt persönlich zu schade, um da jetzt fett reinzupayen, um die zu haben. Und andererseits komme ich da halt einfach nicht ran. So, wo soll ich die herholen, die Luzaka Crystal Axe? Ja, und wenn man jetzt überlegt, dass das dann nächsten FWC wahrscheinlich nochmal eine Stufe schwieriger wird, ich weiß nicht, ob sie irgendwelche anderen Sachen umändern, ob sie sagen, okay, anstatt doppelte XP-Rate ist es dreifache XP-Rate, anstatt doppelte Drop-Rate ist es dreifache Drop-Rate oder sowas im Vergleich zum Main-Server. Damit schaden sie aber auch dem Main-Server am Ende immer noch nur noch mehr, weil es dann wirklich so schon keinen Sinn macht, eigentlich Main-Server zu spielen und dann immer weniger und weniger und weniger, weil da kannst du wahrscheinlich das ganze Jahr über Behemoth farmen. Da bekommst du dann gar nichts raus, großartig. Also keine Ahnung, ich weiß auch noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also, es bleibt dann auf jeden Fall spannend zu beobachten, wie das Update verläuft, wie die ganzen Eckdaten da dann sind mit allem drum und dran und wie dann der nächste FWC-Server basierend darauf aussieht, ob es das einfach halt so strikt ihr Konzept weiter beibehalten, dass nur die absoluten Endgame-Waffen exchangeable wären. Was ich persönlich gut finden würde, was jetzt auch schon sein könnte, aber spätestens beim nächsten FWC ist, dass sie alle Exchange-Sachen einfach beibehalten. Dass du auch jetzt immer noch Bloody zu FWC Golden Bloody Äxten zum Beispiel ummodellieren kannst. Würde ich immer noch cool finden, wäre eine gute Sache. Auch wirtschaftlich wäre das eine ganz geile Sache, weil du hättest automatisch die Wahl zwischen, okay, mehr Stats, dafür aber seelengebunden schon. Du kannst die Waffen nicht mehr auf den Markt schmeißen, auch die Bloody-Waffen dann nicht mehr, weil die ja schon ab den Exchange seelengebunden sind, aber du hast die höheren Stats gesaved. So, ne, falls du irgendwie sagst, okay, jetzt LCA ist gar nicht so, ich wäre schon mit Bloody zufrieden und damit auf den Main-Server zu gehen, mit den Bloody-Äxten, dann wäre das doch schon eine coole Sache. Und du würdest halt automatisch auch ein bisschen die Waffen Bloody zum Beispiel schnell wieder rausbringen aus dem Markt, sodass die vielleicht wertstabiler wären, weil du die halt exchangen kannst und dann werden sie seelengebunden und sind aus dem Markt raus und können nicht wieder aufgemacht werden. Und dadurch bleibt dann der Bloody-Craft-Markt, Red Meteor auch irgendwie vielleicht noch ein bisschen länger attraktiv. Genau das gleiche mit den 135er-Sets, mit 150er-Sets und so. Und dann auch mit den nächsten. Also dass Luzaka Crystal X beim nächsten, Luzaka Crystal allgemein, exchangeable bleibt. Aber dann auch die Behemoth-Waffen. Falls du noch krasser bist und noch weiter kommst, kannst du dann noch die Behemoth-Waffen exchangen. Ja, basierend darauf kann man ja auch dann halt noch Belohnungen rausgeben, wenn du bestimmte Sachen exchange hast. Ein paar Titel, Stats oder. Würde ich echt cool finden, wenn sie das eigentlich so, dieses Konzept dann auch von den ersten FWCs dann mit drin behalten würden. Also ich würde sagen, das wäre auf jeden Fall eine Sache, wo ich jetzt sage, okay, erstens kann man es selber entscheiden, ob man jetzt Bloody zum Beispiel exchangen möchte oder ob man es einfach so behält, weil man sich dann die nächsten Waffen fett reinpayt oder sowas, dann kann man da die wenigsten wieder auf den Markt schmeißen und sich nochmal was holen und der andere exchange das dann oder so. Und wie gesagt, Leute, die halt
nicht bis 190 dann leveln, sondern halt nur bis 170 oder 160 oder so. Die können dann vielleicht Luzaka Crystal Waffen exchangen, dann Luzaka Crystal Jojo, Bow, Stuff oder weiß der Geier, Knight, Zweihandwaffe oder Swords und hat halt nicht die Behemoth-Waffen dann halt exchange oder so, weil er da gar nicht rangekommen ist, gar nicht so weit gelevelt hat. Muss man halt sagen, also bis 190 ist dann halt auch schon, ist schon krass. Also wissen wir nur viele, dass schon bei 160, 165 bis dahin schon die meisten alle aufgeben und so. Ist auch vollkommen okay, dass irgendwann die Luft raus ist. Aber vielleicht manche würde es halt auch reichen, einfach nur bis 120, 130, 140 und halt irgendwie die FWC Golden Bloody Exe zu haben oder sowas. Wäre auch schon okay. Bei Karten wäre es geil, wenn man die auch uppen könnte, also B-Karten zu A-Karten machen beispielsweise. Ja, sicherlich könnte man das auch machen, ja. Aber wundert mich sowieso, dass die E-Protect nicht noch mehr Möglichkeiten geben. Also ist gut für unseren Geldbeutel, schätze ich mal. Aber ich könnte mir auch vorstellen, halt wie gesagt mit dem nächsten Update, abgesehen von S-Karten, dass auch 10% reinkommt. Also dass wir dann auch 7 Karten zu 10% Karten craften könnten. Also dass das, um halt auch E-Protect-Verkäufe da weiter anzukurbeln. Also sicherlich wird mit dem nächsten Update alles nur teurer von Ulti, weiteren Ulti-Upgrade-Möglichkeiten Richtung plus 10 Ulti-Schmuck anstatt plus 5 maximal. Ja, das auch vielleicht dann halt 10% Karten, dass man aus 10 Karten dann eine 10% Karte machen könnte. Also das wären alles Sachen, die ich schon irgendwo erwarte, dass die wahrscheinlich mit diesem Update dann alles reinkommen werden. Also dass halt auch im absoluten Endgame-Bereich dann alles wesentlich teurer wird und sowas alles. Auf verschiedensten Ebenen. S-Karten, 10% Karten. Dann ist noch die Frage, was halt, ob noch irgendwie neuer Ulti-Schmuck kommt. Aber glaube ich nicht unbedingt, dass neuer Ulti-Schmuck kommt. Wahrscheinlich denke ich eher, dass wie gesagt, bis plus 10 dann die Upgrade-Möglichkeit bestehen wird. Wahrscheinlich hast du auch noch andere Möglichkeiten, um irgendwie an Sunstones besser ranzukommen beim neuen Update. Durch vielleicht irgendwelche Bosse, Giants oder sowas. Wird man sehen. Level-Reach-Belohnungen und sowas alles. Wird man ja alles sehen, was dann noch so dazu kommt. Runen werden mehr eine Rolle spielen. Crit-Rate, Crit-Schaden-Runen und so gibt es ja schon in der API, werden wahrscheinlich mit reinkommen. Und. Also da wird schon abgesehen davon, dass halt einfach Level höher geht und neuer Endgame-Dungeon kommt, ist wahrscheinlich auch drumherum noch viele neue Sachen bekommen. So, ich muss auf jeden Fall hier noch